Es ist später Sommer geworden und damit wieder einmal Zeit für die Enduro-Boxer-Tour von SWT Sports. Zusammen mit einem langjährigen Freund und Enduro-Weggefährten Jörg planten sie auch in diesem Jahr wieder ein großes Abenteuer auf 2 Rädern. Statt in den fernen Osten nach Russland zu fahren, verschlug es die beiden dieses Jahr auf den TED, den Trans-Euro-Trail. Ausgerüstet mit Kameras und medialem Equipment konnten sie selbst ihre Reise dokumentieren. Also der Kollege ausrutscht, dürfen wir auch ausrutschen. Und so entstand dieser tolle mehrteilige Film über den Enduro-Boxer Tour 2020. In der Wassertonne haben wir gestern gebaden. Das ist die Location gewesen von heute Nacht. Das wird die zukünftige Sauna. Achtung, der Marco, der vermietet es auch. Und wir sind hier gleich um die Ecke am Weihnachtsmann. Optimal. Und da ich ja so gesprächig bin, habe ich dann gleich mal wieder jemanden akquiriert, der uns jetzt das Auto frei macht, um uns mit in die Stadt, sprich in Richtung Weihnachtsmann zu nehmen. Irgendwie bin ich ein Glückskind, ne? Das ist mit Frau und Kinder und dann jedes Mal falle ich in so ein Töpfchen rein. Voll cool. Also die Location ist einfach geil. Da oben stehen die Motorräder trocken drin. So eine Sauna, die wünscht man sich. Und da hinten freie Natur. Dankeschön. Schokolade durch noch ein bisschen runter, dann habe ich sie nur am Arsch kleben und dann geht's auf. Herr Jörg hat sich schon hingesetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, jetzt gucken wir mal, wo es uns hinführt. Die Reise. Schneemobile hat es auch genug da, wenn man dann Winterurlaub machen will. Also ich bin der Manuel und du? Manuel? Manuel? Manuel. Ja? Are. Ari, der fährt uns jetzt in die Stadt rein. Richtig geil. Ja, was für ein Glückskind, oder? Ja. Das ist, irgendwie haben wir einfach richtig Schwein in unserem Leben. Also das sieht alles wieder anders aus als bei uns. Wir sind jetzt immer noch in der Stadt und die Stadt ist die größte Stadt Europas, hat man uns gesagt. Von der Fläche, nicht von den Einwohnern. Die Ausdehnung ist fast 100 Kilometer. Kann man sich jetzt bei uns überhaupt nicht vorstellen. Gestern wollte mich der Jörg schon fast steinigen, als er gemerkt hat, dass ich in die Stadt reinfahre und immer noch reinfahre. Und da drüben das Schild verrät es schon. Arctic Circle. Und jeder weiß, ich habe es nicht gewusst, aber jeder weiß doch, der Weihnachtsmann wohnt da. Ja, so circa 50, 60 Jahre geht es so zu, dass da sämtliche Weltbevölkerung zum Weihnachtsmann pilgert und den besuchen will und die Wünsche äußert. Wenn wir es schaffen, werde ich natürlich auch ein Kärtchen reinschmeißen. Also bis dann. Wir sind in Rovanin und dann haben wir uns gedacht, laufen wir mal durch so einen Friedhof durch, gucken uns das mal an. Ja, ich war da total falsch gelegen. Hatte eigentlich gedacht, dass da oben der Krieg überhaupt nicht gewütet hat. Aber erst kam der Winterkrieg und danach haben sie die Stadt platt gemacht und die hat dann nur noch Stadt der Schlöde geheißen. Ja, die Soldaten werden hier ganz anders dargestellt. Die waren natürlich mit Wintermänteln unterwegs, weil selbst man kennt mich mal normal nicht mit Socken und Jacke, aber Ehrfurcht vor dem Wetter, sage ich euch. Grüß Gott. Dann melde ich mich da auch mal wieder glatt zu Wort. Ihr kennt es bereits, unten das Video verlinkt, das Interview mit Santa Claus. Schaut's euch nachts heimlich an, damit die Kinder nicht zugucken. Psst. Morgen!
Wir sind jetzt am Polarkreis. Da drüben wohnt der Weihnachtsmann. Wir brechen gerade auf in Richtung Tett nach Salla. Ich werde jetzt gleich noch mal eine kleine Runde da reinfahren und dann müssen wir Gas geben, weil wir heute noch viel vorhaben. Regen. Ja, Regen, und vor dem Regen wollten wir eigentlich los. Und während ihr jetzt wieder ein paar schöne Bilder von den Weiten der nordischen Länder bekommt, müssen wir euch trotzdem noch mal kurz was erzählen. Und zwar, wie man eigentlich dazu kommt, bei fremden Leuten am Arsch der Welt zu übernachten. Wie kommt man da dran? Nun ja, Marco, den ihr ja bereits jetzt kennengelernt habt, hat uns bei der letzten Tour bereits auf Facebook angeschrieben, ist uns gefolgt und hat dann angeboten, oh, wenn ihr mal wieder da seid, kommt doch einfach mal vorbei. Gesagt, getan, waren ja auch nur 700 Kilometer Umweg, warum aber nicht? Es hat sich gelohnt, die Klamotten wurden trocken, es gab einen warmen Hot Tub und zum ersten Mal Rentierfleisch. I got the rockstar pocket everybody wants. Out on the street, 40 feet from the bus stop. 'Cause every day and every night I'm slamming about the schönen Natur und Wildnis gehören natürlich auch die wilden Tiere. Was oftmals brenzlig und heikel werden kann, wenn einem dann so ein Rentier, ein Elch, ein Wildschwein etc. auf einmal bei hohen Geschwindigkeiten auf der Landstraße den Weg kreuzt. Die Tour blieb zum Glück unfallfrei, jedoch nicht ganz pannenfrei. Aber Jörg und Manuel wissen sich ja stets zu helfen und konnten auch so die KTM wieder flott kriegen. Apropos sich zu helfen wissen und Unfälle. Der GS-Kutscher hat ein super Offroad-Medical-Training, Notfalltraining für Biker in entlegenen Regionen. Hier unten mal wieder der Link. Ja, Start-up am Morgen. So kann man doch wieder gut in den nächsten Tourtag starten. Eine offene Hütte gefunden, Platz drin, Ofen drin. Über Nacht warm gewesen, Klamotten trocken. Auf geht's in den nächsten Tag und zum neuen Video. Das Glück ist scheinbar mit den Dummen. Hab ich das gesagt? Nee, ne? Wenn man dort steht am Nordkap, dann sieht man nur den See eigentlich. Das ist das Ende der Welt, sagt man. Der thailändische König war 1907 da.